Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema, auch im digitalen Bereich. Schon 2016 hat die Europäische Union beschlossen, dass in allen öffentlichen Einrichtungen, also auch an den Universitäten der EU-Mitgliedstaaten, Vorgaben zur Barrierefreiheit umgesetzt werden sollen. Kurz gesagt geht es darum, dass im universitären Bereich alle digitalen Lehrangebote ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Barrierefreiheit in der digitalen Lehre richtet sich also zunächst an Personen mit Beeinträchtigungen. 11% der Studierenden in Deutschland haben eine studienrelevante gesundheitliche Beeinträchtigung. Das sind etwa 300.000 Menschen. Dazu zählen unter anderem Beeinträchtigungen des Gehörs oder der Sehkraft, Sprachbeeinträchtigungen, chronisch-somatische Erkrankungen wie Allergien, Asthma, Diabetes, Epilepsie oder Rheuma, Mobilitätsbeeinträchtigungen sowie psychische Erkrankungen. Hinzu kommen Studierende mit Farbsinnstörung oder Farbenblindheit. Rund 9% der Bevölkerung sind davon betroffen. Nur bei wenigen Studierenden ist die Beeinträchtigung auf Anhieb erkennbar. In vielen Fällen ist Barrierefreiheit auch für ältere Menschen wichtig. An deutschen Universitäten macht die Generation 60 plus fast die Hälfte der etwa 40.000 GasthörerInnen aus, Tendenz steigend. Diese Zahlen machen es wahrscheinlich, dass jede Hochschuldozentin und jeder Hochschuldozent früher oder später auch Studierende mit Beeinträchtigungen unterrichtet. Es geht also darum, digitale Angebote, wie zum Beispiel die Hochschulwebseite, aber auch Online-Kurse, Videos, Präsentationen und Textdokumente so aufzubereiten und bereitzustellen, dass sie auch mit einer Beeinträchtigung gut selbstständig wahrgenommen werden können. Konkret bedeutet das beispielsweise, Videos mit Untertiteln zu versehen, Audios und Bildmaterial zu verschriftlichen bzw. zu verbalisieren oder Texte, Videomitschnitte und Sitzungsprotokolle der Webseminare und Vorlesungen in barrierefreier Form bereitzustellen, um den Studierenden die Vorbereitung auf den Unterricht oder die Nacharbeitung eventuell verpasster Inhalte zu ermöglichen, zum Beispiel auf der Plattform Moodle. Zum besseren Verständnis ein Beispiel. Arbeiten Sie bei der Gestaltung von Grafiken mit Helligkeitsabstufungen statt mit Farbvariationen. Vermeiden Sie insbesondere Rot-Grün-Kontraste, da diese von Menschen mit Farbsinnstörung nicht gut erkannt werden können. Hier zur Verdeutlichung, wie sich das Sehvermögen unterscheidet. Normalsichtige erkennen hier eine 47, Menschen mit Rot-Grün-Schwäche eine 17 und Personen mit Farbenblindheit können gar keine Zahl wahrnehmen. Neben klaren Vorgaben für eine barrierefreie digitale Lehre geht es aber auch darum, die Bereitschaft zu signalisieren, auf den individuellen Bedarf der Studierenden einzugehen. Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist eine barrierefreie digitale Lehre unentbehrlich. Aber auch für Personen, die sich zum Beispiel nicht gut konzentrieren können oder die vorübergehend krankheitsbedingt verhindert waren, für Seniorenstudierende sowie für Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sind barrierefreie Inhalte sehr hilfreich. Untertitel für Videos sind sowohl für NichtmuttersprachlerInnen als auch bei der mobilen Nutzung ohne Kopfhörer von Vorteil. Ebenso sind klar gestaltetes Unterrichtsmaterial, eine gut strukturierte Lehrveranstaltung und eine geregelte Diskussion für alle hilfreich. Die eigene Lehre barrierefrei und inklusiv zu gestalten, ist also nicht nur eine solidarische Haltung, sondern bietet eine hohe Nutzerfreundlichkeit für alle Studierenden und verbessert und professionalisiert somit die Lehre insgesamt. Achten auch Sie bei der Vorbereitung Ihres nächsten Lehrangebots auf Barrierefreiheit und bieten Sie Studierenden mit Einschränkungen möglichst frühzeitig an, dass sie sich mit ihrem individuellen Bedarf direkt bei Ihnen melden können. Und keine Sorge, bei weitergehenden Anforderungen der Studierenden können Sie sich an die oder den Beauftragten für Studierende mit Behinderung der Universität Potsdam wenden. Bei technischen Schwierigkeiten an das Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement.